Servus Leute, wie geht's? Hier ist der Manu. Wir waren mit der Stark im Schnee unterwegs und da hat es schon die ersten Problemchen gegeben. Also ein Fehler mit der Wasserpumpe. Schauen wir uns mal an. Also es ging ja schon mal los, indem sich das Motorrad irgendwie gar nicht so gescheit hat laden lassen. Es hat immer wieder das Laden abgebrochen, hat sich dann irgendwie aufgehängt in einem Modus, wo die Lampe dauerhaft gelb leuchtet. Und dann hatte ich das Motorrad irgendwann geschafft vollzuladen. Kurze Probefahrt auf der Straße gemacht, hat alles geklappt. Und dort Moped ausgeladen. Ja, und dann standen wir da, hab das Motorrad angemacht und wieder in den gelben Modus gegangen. Diesmal konnte man es auch nicht mehr ausschalten. Auch mit dem Ladegerät hat nichts gebracht. Ja, dann haben wir da gut eine Stunde rumgeschraubt. Und letztendlich kamen wir dann drauf, dass wir den VCU-Stecker ziehen mussten und wieder angesteckt. Und dann hat es funktioniert. Hier habe ich euch mal das Video von YouTube aufgenommen, in dem Starkwag zeigt, wie man die VCU tauscht. Einfach nur um zu zeigen, was wir dort an Schraubarbeit vollbracht haben. Also erst einmal, um das Plastikkit runterzunehmen, das ist ja alles ein Teil, muss man gut 6 Schrauben lösen. Da kamen wir an den Batteriehauptstecker, das hatten wir auch probiert, den manchmal zu ziehen. Hat aber auch nicht viel gebracht. Also mussten wir auch noch hier das Carbonteil runterschrauben, um an den VCU-Stecker zu kommen. Der VCU-Stecker hat einen kleinen Clip und dann kann man den so seitlich wegziehen. Und dadurch wurde die VCU resettet und es hat einfach das Problem dann oben. Und wir konnten doch noch unsere schöne Sonntagsausfahrt starten. Ja, wir waren echt überrascht, wie viel Schnee dort noch lag. Es waren echt schwierige Bedingungen. Hätten wir gar nicht so erwartet direkt. Und es hat auch direkt schon die sonst einfachen Hänge oder kleine Baumstämme, die mal quer lagen, direkt zu einem richtig schweren Gelände gemacht. Somit haben wir uns gar nicht die ganz steilen Hänge suchen müssen, um hier richtig Spaß zu haben. Natürlich haben wir auch die Motorräder mal getauscht, dass wir einfach jeder diese neue Stark mal fahren. Und ja, ich war echt überrascht. Seit langem mal wieder auf einer Zweitakter gesessen. Da sind mir noch einige Dinge gleich aufgefallen. Das Schalten, die Kupplung ist gar nicht so geil. Jetzt hören wir uns doch mal gleich an, was der Patrick hier nach seiner ersten Fahrt zu sagen hat. Ich hoffe, man kann ihn gut verstehen. Brutal, gell? Ey, mir kommt jetzt die Scheiß gerade eben Zweitakter da irgendwie zu dick vor. Weil die so schmal ist. Easy, dass du aufhörst. Ja. Was du nicht schalten musst. Das ist halt die Spur. Ja. Nur der Vorderreifen, der drauf ist. Der ist irgendwie scheiße rutschig, finde ich. Boah, aber also da auffahren. Ja. Ist schon geil, oder? Alter. Jetzt brauchen wir noch einen. Da wird dann auch dann auffahren, weil die zweite reingehauen, weil Ja. da kannst du volle brechen. Ja, das ist krass, gell? Das ist ja voll geil. Der will noch ein paar Meter. Ja, sicher, jetzt fahren wir da noch bergab, dass du das auch noch hast. Ihr habt es gehört, der Patrick, der war echt begeistert. Schon nach den ersten Metern, wie gut das Motorrad gerade ausläuft. Und ja, wir hatten auch einfach einen Traumtag, wie man hier sieht. Blauer Himmel, die Sonne steht schon tief Ja, mit dem geilen Schnee am Boden. Das sieht richtig schön aus. von hier mal wieder hoch. Wir haben einfach gemerkt mit der Zweitakter, du bist einfach nie im richtigen Gang. Und das hast du halt mit dem Elektromotorrad. Du bist immer im richtigen Gang, du hast immer volles Drehmoment, wenn du es haben willst. Und gerade bei so schwierigen Bedingungen mit dem Schnee, da musst du ja immer schauen, dass du bei der Zweitakter schnellstmöglich hochkommst im dritten Gang, weil du sonst das Hinterrad einfach nur durchdreht. Das hast du halt nicht beim Elektromotorrad. Jetzt sagen manche vielleicht, ja, ist ja super einfach zu fahren. Nee, du musst trotzdem mit der Gashand das fein dosieren können. Du brauchst trotzdem Gefühl für das Motorrad, aber es nimmt dir einfach schon mal einiges ab. Und hier haben wir jetzt den klassischen Fehler gemacht, dass wir gedacht haben, komm, die Steilauffahrt, die fahren wir sonst auch. Probieren wir es heute auch mal. Und da runter zu ist auf dem Schnee. Das Hinterrad blockiert ja nicht, wenn das Elektromotorrad quasi aus ist. Und da wurde ich dann richtig schnell da bergab und musste dann irgendwie die Notbremse ziehen. Alles gut. Bei mir war zum Glück alles gut, bis auf eine leichte Knieverletzung. Aber das Motorrad hat danach diesen Fehler angezeigt, Water Pump Error. Ich konnte dann so noch weiterfahren mit angeblich reduzierter Leistung.
aber von der reduzierten Leistung habe ich gar nichts gemerkt. Es war nur so, dass es dann irgendwann Abschaltung gab, wenn wahrscheinlich die MCO, der Inverter, zu heiß wurde. Gut, kann ich auch verstehen. Hier sind wir gut eine Minute Vollgas, quasi eine Skipiste hochgefahren. Und wenn natürlich das Wasser nicht fließt, wenn es von der Wasserpumpe nicht durchs System gepumpt wird, dann ist klar, dass irgendwann beim Inverter die MOSFETs zu heiß werden, weil es einfach die Hitze nicht mehr wegtransportiert. Zack, Ausphase. Ja, im Prinzip musste man dann einfach das Motorrad wieder neu starten und dann konnte man auch weiterfahren. Das sollte man natürlich nicht allzu oft machen, denn die MOSFETs, die haben es nicht gern, wenn es so warm ist. Boah, aber das war geil, Alter. Aber im Tiefschnee war es leichter wie auf dem festgetretenen von den Fußgängern. Da brauche ich dir Brühen. Da haut mir den Schnee da durch auf. Ja. Ist das geil. Okay, sie geht noch. Ja. Dann war das jetzt wohl zu warm dann. Also so lang Vollgas nicht mehr. Ja, letztendlich hatten wir aber doch noch eine geile Tour. Und hier mal die Daten von meiner Garmin, mit der ich getrackt habe. Waren wir 16,92 Kilometer unterwegs in 1 Stunde 30. Und wie sieht das Ganze in der Starkwag-App aus? Da kann man hier auf Rides klicken. Sieht dann einmal die Overall-Status. Habe jetzt insgesamt schon 11 Stunden 48 drauf und 88 Kilometer gefahren. Und wenn man dann auf Rides geht, da kann man dann jeden Abschnitt sogar sehen. Das ist halt jedes Mal, wenn man das Fahrzeug stoppt, wird ein neuer Ride quasi gestartet. Daher muss man jetzt hier die Kilometer zusammenrechnen und da kommen wir auf 15,14 Kilometer. Und bei der Fahrt in den 1,5 Stunden habe ich die Batterie von 100% auf 40% runtergefahren. Gut, aber wegen dem Problem, die ich anfangs der Fahrt und dann auch während der Fahrt mit der Stark hatte, habe ich dann trotzdem diesen Support noch kontaktiert und die haben mir super schnell am Montag vormittags schon gleich geantwortet mit guten Hinweisen und auch angeboten, dass ich mir selber in ihren Kalender einen Termin reinbuche, halbe Stunde Live-Session, um dort dann einfach das Troubleshooting zu machen. Kurz vor dem Live-Meeting habe ich dann noch selber mal nachgeschaut, was bei der Wasserpumpe los ist. Und da habe ich gleich gesehen, dass da der Stecker ab ist. Der ist vermutlich bei dem Crash, bei dem heftigen Einschlag, hat er sich wohl gelöst. Ist trotzdem nicht so geil. Solche Stecker haben eigentlich einen Clip, wodurch sowas verändert wird. Also vielleicht war der von Anfang an nicht richtig gesteckt. Ja, jedenfalls ist das Problem mit der Wasserpumpe behoben. Und deswegen dem dauerhaften gelben Leuchten. Da hat der Support von Stark gesehen, dass meine Docking Station, also da wo die Handyhalterung ist, da ist noch nicht das neueste Update drauf. Der hat es zweimal probiert abzudaten. Das kann der von seinem Laptop aus machen, wenn er mit mir verbunden ist. Und er hat es nicht geschafft, das neueste Update da drauf zu spielen. Und dann war seine Lösung ziemlich cool. Er hat einfach gesagt, er schickt mir eine komplett neue Docking Station zu, an die Adresse, die halt auf meinem Account hinterlegt ist. Die jetzige kann ich einfach behalten. Die funktioniert ja auch. Es lädt mein Handy, es hält mein Handy. Und von dem her super coole Lösung. Das ist das dann auch war. Und ansonsten läuft es jetzt wieder wunderbar.